Heute bei Dreizimmer-Küche-Date, Singlefrau Tashanda. Warum machst du mit? Ist das so eine Art Last Exit? Nicht Last Exit, aber es ist doch auf jeden Fall mal eine andere Chance, einen Mann kennenzulernen, als so im Alltag. Ja, das stimmt. Bei uns lernt Tashanda nämlich erstmal nur die Wohnungen der Männer kennen. Danach muss sie sich entscheiden, wen sie zum Blind Date treffen möchte. Ich glaube, der Mann hat nämlich auch Rhythmus im Blut. Oh, da ist ein Herz. Guck mal, ist nur für mich. Rock'n'Roll! Passen? Würde es? Klamotten können wir tauschen? So, los geht's. Einmal vorstellen, bitte. Also, ich bin die Tashanda, ich bin 28 Jahre alt. Ja, wie soll ich mich am besten beschreiben? Ich bin ein super spontaner, verrückter, sehr geselliger Sonnenschein. Also was ich habe, ist eine sehr, sehr, sehr große Familie. Hey Onkel Clinton! Hey Joey! How are you? How are you? Ich würde einfach mal sagen, so real gelebtes Patchwork. What's going on over there? Hi Tashi, wie geht's Hey dir? Jenny! Na? Hat er wieder keine Lust, ne? How are you? Hi Mausi! Hallo Papa. Familie steht bei mir wirklich an erster Stelle. Und wieso bist du Single? Warum es mit den Typen nicht geklappt hat? Ja, das frage ich mich auch. Aber ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, ich hatte immer so ein bisschen so dieses Helfersyndrom. Ich habe mir dann immer die Männer rausgepickt, die so besondere Unterstützung gebraucht haben. Aber darauf habe ich eben keine Lust mehr. Ich stehe auf reife Männer, gerne auch so bis an die Anfang 40, älter als ich, groß, das ist sehr wichtig. Und er sollte mit beiden Beinen im Leben stehen, wissen, was er will. Und was willst du? Mein größter Wunsch ist, eine eigene Familie zu haben. Ich möchte selber Kinder und nicht nur eins, weil ich habe keine Zeit mehr für Wischiwaschi. Wir auch nicht. Deshalb schnell zu den Fakten. Das sind die Kandidaten. Sascha ist ein Riesen-Filmfan und seit fast 3 Jahren Single. Ich weiß, wie die große Liebe sich anfühlt und das Gefühl hätte ich gern wieder. Personal Trainer Michael sucht eine sportliche Frau, auf die er sich verlassen kann. Zuverlässigkeit ist mir in der Partnerschaft extrem wichtig. Und dann haben wir noch Bernd, Fotograf aus Leidenschaft. Eine sinnliche Partnerin ist mir in einer Beziehung besonders wichtig. Aber erstmal zu Sascha, der lebt in Butzbach. Zufrieden mit der Wohnlage? Ruhig, gefällt mir schon mal sehr gut. Ich mag so ein bisschen eher außerhalb, nicht so mitten in der Stadt. Ich bin gespannt, was kommt. Ein Volltreffer also. Und was sagst du zum Haus? Also wenn's das ist, gefällt's mir richtig gut. Na dann nix wie rein da. Das Leben war einfacher, als ich Mädchen noch doof fand. Ja, das glaube ich. Jetzt aber bitte nicht nostalgisch werden. Wir brauchen volle Konzentration auf Saschas Dachgeschosswohnung. 2,5 Zimmer mit nordischem Flair. Erster Eindruck? Erster Eindruck ist top. Sehr stilvoll für einen Mann. Ah, guck mal, ein Zettel. Die erste Aufgabe. Was sind deine Leidenschaften? Ist bei dieser kleinen Auswahl etwas für dich dabei? Probier es doch mal an. Back to the Future, kann ich was mit anfangen? Das ist ein Film, wenn ich mich nicht irre. Ja. Dann haben wir hier A Strong Desire Fernweh, Queen und ja, Johnny Cash Rock'n'Roll. Ist denn irgendwas davon dein Style? Also mein Style wäre jetzt am ehesten Fernweh. Also damit fühle ich mich jetzt gerade am meisten verbunden, weil es ums Reisen geht. Zu den anderen hätte ich jetzt nicht so den Bezug, aber das wäre jetzt meine Auswahl. Dann probier doch mal, ob's passt. Soll ich es jetzt wirklich anziehen? Nein, Ja? ich ziehe es nicht an. Aber von der Größe, der Kleiderbügel gefällt mir gut. Die habe ich nämlich auch. Finde ich schon mal schön, dass überall der gleiche Kleiderbügel dran ist. Also ich dachte, das sind Frauen nur so. Gucken wir doch mal. Ah, na bitte, geht doch. Und? Wie ist es? Ja, also passen würde es. Klamotten können wir tauschen. Was sagst du? Wow, sieht gut aus. Die Farbe steht dir auch gut. Ja, ich finde die Farbe auch sehr schön. Das ist auch so eine Farbe, wo ich jetzt auch ein Lieblingsoberteil von habe.
Wartet mal. Hört ihr das auch? Das klingt doch wie... Marty McFly kommt mit seinem DeLorean zurück aus der Zukunft. Ach nee, doch nicht. Ist nur Sascha. Mein absoluter Lieblingsfilm ist Zurück in die Zukunft. Ich bin Nostalgiker, ich liebe den Film, das ist Hollywood. Das ist einfach der geilste Film überhaupt. Und ich will mir auch schon seit längerem das Kinoplakat auf den linken Oberarm tätowieren lassen. Und da habe ich auch schon einen Termin, das wird bald passieren. Und wie sieht's mit Frauen aus? In der letzten Beziehung haben wir beide Fehler gemacht. Und vieles checkt man halt erst, wenn es vorbei ist. Und da wird man natürlich schon gerne mit dem DeLorean mal in die Vergangenheit reisen und das wieder richtig stellen. Ich bin jetzt schon länger Single, weil ich als erstes an meiner letzten Beziehung lange zu knabbern hatte, dass die auseinandergegangen ist. Dann habe ich so ein bisschen Zeit für mich gehabt und mich so ein bisschen selbst gefunden. Und jetzt komme ich so langsam wieder in die Gänge und hätte jetzt auch mal wieder Lust, wieder jemanden kennenzulernen. Und was wünschst du dir? Mein großer Traum für die Gegenwart ist, dass ich eine tolle Frau kennenlerne und dass ich mit ihr zusammen dann vielleicht ein schönes Nest gemeinsam aufbaue. Nestbau? Wie soll das denn jemals funktionieren, wenn Tashanda sich der großen Kinokunst verweigert? Ist absolut ein Film, den ich nicht geguckt habe und auch ehrlich sage, interessiert mich auch nicht, ist überhaupt nicht meins. Das ist nicht dein Ernst, der Film ist Kult. Ich weiß, aber es ist halt einfach nicht meins. Ich bin eine Frau. Naja, Sascha hat ja noch mehr Hobbys. Er fände es jetzt auch nicht toll, wenn ich es anfasse, deswegen lasse ich es lieber. Ja, ist vielleicht besser so. Nicht, dass Sascha noch zu Darth Vader wird oder so. Aber du weißt dir ja zu helfen, oder? Dann kriegt er damit eins über die Rübe. Ich finde eine kindliche Ader nicht schlimm. Ich habe auch eine kindliche Art noch. Ich habe mal das Zitat gehört irgendwo, wenn du das Kind in dir nicht zulässt, dann bist du quasi schon gestorben. Und das sehe ich auch so. Also ein bisschen das Kind mal rauslassen, auch mal nicht so ernst sein und mal ein bisschen Spaß haben und ein bisschen Fantasie haben. Das macht das Leben lebenswerter. Jetzt mal ehrlich. Findest du Lego-Sammeln sexy? Ob ich sowas sexy finde? Ich würde jetzt spontan einfach mal sagen, nein. Aber es kommt immer drauf an, wie weit es ausartet. Apropos ausarten. So, also jetzt entdecke ich gerade was, wo ich eigentlich sage, das geht bei mir gar nicht. Da habe ich Eierbecher und da habe ich Biergläser und da habe ich ein Schnapsgläschen. Und wenn die Eintracht spielt, trinke ich da halt mal draus. Und wenn sie verlieren, trinke ich da nicht mehr draus. Ich bin Bayern-Fan. Und wenn er Eintracht-Fan ist, weiß ich, dass er vielleicht ein Problem mit einem Bayern-Fan hat. Wenn sie von einer anderen Mannschaft Fan ist, macht es ja vielleicht sogar Spaß, wenn man sich ein bisschen kappelt. Auch von den Bayern? Ja, die nehme ich eh nicht ernst. Eiskalt dieser Sascha. Und hier kommt die passende DVD dazu. Hier ist Eiskönigin! Wow! Ich lass los, lass jetzt los. Die Kraft Bei einem Mann, also entweder er hat wirklich ein handfestes Alibi oder er steht dazu. Ich liebe die Eiskönigin, da singe ich auch mit. Da will ich auch unbedingt ins Musical. Also wenn ich wieder eine Freundin habe, die muss mit mir nach Hamburg in die Eiskönigin fahren. Also da kommt sie nicht drum rum. So die Ex-Partner, die fanden das immer nicht so cool, Disney-Filme zu gucken. Und ich liebe Disney. So, David Hasselhoff. Nix gegen The Hoff. Also das ist ja alt, sehr alt. Welches Jahr? Was schätzt du? Älter als ich, auf jeden Fall. Aber wie alt, weiß ich jetzt nicht. The Hoff ist geil. Den habe ich damals als Kind schon gehört und geliebt und später auch noch. Und Knight Rider und Baywatch. Und den würde ich auch echt gerne mal treffen. Also da stehe ich auch dazu. Ich habe auch überlegt, zu dem aufs Konzert zu gehen, nach Wetzlar, aber die Karte war so teuer. Naja, hättest ja vielleicht ein Sparschwein schlachten können. Urlaubsgeld. Die ist schwer. Wohin fährst du am liebsten? In die Sonne. Ich will immer in die Sonne. Ich bin eine Sonnenanbeterin. Ich fliege gerne eigentlich nach Mallorca. Wohin? Mallorca. Ha, ich mache da immer einen Single-Urlaub. Also, was heißt, ich mache, muss ich ja zwangsläufig. Und wie waren die Urlaube so? Es lief immer alles nach meiner Nase. Ich habe das alles entschieden und dann wurde es auch so gemacht. Und ja, wenn das so beibehalten wird, dann wird es auch weiterhin so gut laufen. Was machst du gern im Urlaub, Sascha?
am Strand chillen und abends schön spazieren gehen und schön essen und dann halt Sonnenuntergang und also die richtige Romantikschiene ist da eher so, ja. Jetzt aber langsam mal das nächste Zimmer dran. Das Schlafzimmer. Er bleibt seinem Stil treu. Mit den weißen Möbeln. Ja, aber nur eine Decke. Ist das okay für dich? Zu zweit zum drunter kuscheln geht's auch noch. Aber ich bräuchte die zum Beispiel alleine für mich zum Schlafen, weil ich mich einmal komplett einrollen würde. Wenn man schon mal Mäuschen spielen darf. Ein Kopfkissen-Spray Lavendel. Und alles gefunden, was du dir erhofft hast? Nee, also irgendwie ist mir das ein bisschen zu langweilig. Mann, Sascha. Gab's mal so einen Sparpack mit, ich sag mal, Verhüterlis. Und naja, ich muss ehrlich sagen, die habe ich versteckt, weil ich benutze das halt momentan nicht. Und wenn die dann diesen Sparpack davon ziehen, dann denkst du, was ist das denn für ein Pimp? Dann gucken wir doch mal. Wow, akkurat. Respekt, jetzt bin ich baff. Ordentlicher als bei mir. Jeans überwiegt. Ich nehme jetzt einfach mal eine raus, wahllos. Also sieht ein bisschen breit und kurz aus. Jetzt im Vergleich so zu mir, also viel größer als ich könnte er jetzt nicht sein, aber ein bisschen breiter als ich. Oder ich habe hier die älteste Hose rausgeholt. Also so vom Stil könnte ich es jetzt auch nicht der derzeitigen Zeit zuordnen. Aber wenn er ja schon ein bisschen älter ist, würde das ja wieder passen. Aber jetzt will ich doch mal gucken, ob ich hier noch was Interessantes... Suche mal eine tolle raus, ha? Was hältst du von der? Sehr sexy. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, wenn man die weiten Boxershorts anhat, dass es den Mann dann vielleicht auch stört, weil dann ist ja auch nicht alles an Ort und Stelle. Ja, sollte schon alles seine Ordnung haben. Strümpfe, ordentlich nach Farben, sortiert. Hatte ich auch noch keinen Typ, der da so ordentlich war. Also ich weiß im Leben gerne, woran ich bin und dass da eine gewisse Ordnung und Struktur herrscht und das ist in meinem Auto und in meiner Wohnung auch so. Jetzt bin ich gespannt. Die Küche. Sekt oder Selters oder doch vielleicht was ganz anderes. Du hast die Wahl. Also spontan würde ich mich jetzt für den Sekt entscheiden. Na dann, wohl bekomm's. Jetzt kann ich weiter gucken. Ja, was denn jetzt, trinken oder weiter gucken? Du siehst übrigens nicht so aus, als würde dir der Schaumwein besonders schmecken. Schmeckt gut, aber in Gesellschaft schmeckt es natürlich immer besser. Ja, das stimmt. Er trinkt schon mal Kaffee. Finde ich gut. Ich trinke auch Kaffee. Bei mir geht morgens nichts ohne Kaffee. Ich glaube, die Kaffeemaschine ist das Einzige, was mir noch wichtiger ist in der Wohnung wie der Fernseher. Weil ich total kaffeesüchtig bin. Also wenn ich morgens meinen Kaffee nicht kriege, bin ich unausstehlich. Kriegst du auch schlechte Laune ohne Kaffee? Sehe ich so aus, als ob ich irgendwann mal schlecht gelaunt bin? Nein, also ja, ich brauche morgens einen Kaffee, aber auch wenn ich ihn nicht habe, bin ich trotzdem gut drauf. Aber mit Kaffee bin ich besser drauf. Es folgt ein ungefilterter Blick in die Küchenschränke. Alles da, was man zum Kochen braucht. Butter bei die Fische. Stehst du in Beziehungen am Herd oder deine Partnerin? Es ist natürlich schon schön, man kommt nach Hause und es ist was Gekochtes da. Das ist schon was Schönes, wie damals bei Oma. Ich glaube, Oma Taschanda hat irgendwie andere Pläne. Ich würde eher verlangen, dass er für uns kocht. Ich kümmere mich um die Getränke. Ne? Weil am Anfang muss doch der Mann auch erstmal noch die Frau ein bisschen beeindrucken, oder? Und das klappt anscheinend nicht nur mit Kochen, sondern auch mit einem gut gefüllten Tiefkühlfach. Beim Anblick des Gefrierguts wird Taschanda warm ums Herz. Sonntagsbrötchen, also er steht vielleicht auch auf Frühstück. Wie sieht bei dir der perfekte Sonntag aus? Also sonntags mache ich es gern gemütlich, mal schön frühstücken zusammen. Und das darf auch gern mal im Bett sein. Adieu, krümelfreies Laken. Adieu, sterile Sauberkeit. Also wenn ich jetzt irgendwie wüsste, da ist die Dame zu Gast und sie findet das toll, dass ich da mit dem Staubsauger dahin renne, wenn sie dann weg ist, das sieht sie ja dann nicht. Aber eigentlich, ich tue nicht im Bett frühstücken, nein.
Ring, ring, die 90er Jahre rufen an. Es fällt mir aber auf, dass hier ein Festnetztelefon steht. Ich glaube nicht, dass so die Ende 20, Anfang 30-Jährige noch einen Festnetzanschluss haben. Also ist schon mal auch wieder ein gutes Zeichen, dass er dann doch eher so in die Richtung Ende 30, Anfang 40 vielleicht geht. Ich habe einen Kumpel, der auch tatsächlich auf dem Festnetz anruft. Einen einzigen. Ansonsten steht das eigentlich eher da und ich guck mal, wie viel Uhr es ist. Aber Und was nimmst du als Entscheidungshilfe mit? Zeig uns mal dein Schätzchen. Ich habe mich für dieses Schätzchen entschieden, weil mich würde es ja interessieren, ob er auch dazu steht, dass er sowas guckt und ob er es wirklich schon geguckt hat. Ich finde es einfach interessant. So, Taschanda, hau raus. Wie war's? War sehr interessant, sehr ordentlich, sehr sauber. Das hat mir sehr gut gefallen. Also da könnte ich mich schon sehen. Ich schätze so ein Ende 30-Jähriger, jung geblieben, der trotzdem noch darauf achtet, wie er sich auch anzieht. Aber ich weiß nicht so, er ist Eintracht-Fan. Da müssen wir mal schauen, wie sich das ergeben würde. Aber mal abwarten. Am Abend in Frankfurt-Sachsenhausen. Hier hat Single Nummer 2 seine Wohnung. Könnte das passen, Taschanda? Oder sieht's für Micha eher finster aus? Hochhäuser sind nicht so meins, aber wenn es jetzt so eine coole Penthouse-Wohnung wäre, das fände ich jetzt mega. Wow, hoffentlich ganz oben. Michas Wohnung hat nur 40 Quadratmeter, aber die haben's in sich. Mit dem Ausblick ist der erste Eindruck schon mal sehr schön. Guck mal, hier drüben ist was. Hier ist was. Bist du ein eingefahrener Mensch, der die Komfortzone mag, oder liebst du die Herausforderung? Dann zeig mal, was du kannst. Okay, das ist schon schwer. Auf Dauer würde ich eher die Komfortzone wählen. Was? Sofa statt Sit-Ups? Für Sportfan Micha unvorstellbar. Und das nicht nur privat. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Seit über 20 Jahren arbeite ich als Personal Trainer. Ich mag es, Menschen zu ihren Höchstleistungen zu bringen und täglich aufs Neue zu motivieren. Ich habe mit meinen 38 Jahren jetzt 4 sehr glückliche Beziehungen geführt und bin mit jeder Beziehung ein bisschen weitergekommen und habe immer was dazugelernt. Und wer ist der wichtigste Mensch für dich? Meine Mutter ist für mich alles. Sie ist gleichzeitig meine beste Freundin, meine Krafttankstelle in guten wie in schlechten Zeiten. Also mein absoluter Rückhalt und bin ich mega stolz drauf. Meine allergrößte Schwäche ist zum einen meine Ungeduld und zum anderen, ich bin ein absolut harmoniesüchtiger Mensch. Das heißt, ich streite mich halt überhaupt gar nicht gerne. Mein Traum für eine Partnerschaft in der Zukunft ist, eine eigene Familie zu gründen und sehr, sehr viele wertvolle Momente zu erleben. Na, das geht doch gleich viel besser, oder? Ja, das ist schon besser. Auf jeden Fall so, ne? Schon viel besser. Und da ist noch eine Botschaft. Eine kleine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Ja, sowas finde ich schon mal schön. Auf sowas stehen wir Frauen. Also ich mag so kleine Aufmerksamkeiten gar nicht immer so zu diesen bestimmten Tagen, sondern einfach mal so zwischendrin. Na, gut gemacht, Michael. Wie kam's dazu? War günstig. Nee, habe ich nicht gesagt. Schneid das raus. Nee, das bleibt schön drin. Ich denke schon, dass es schon auch wichtig ist, zwischendurch sich mal eine kleine Anerkennung zu schenken. Und wenn es nur in Form von Worten ist. Und das nicht nur an bestimmten Tagen zu machen, wie Valentinstag oder sonst irgendwas. Weil dann macht es einfach jeder und da ist es so gezwungen. Und es muss vom Herzen kommen und es muss echt sein. Was sagt dir das? Er hat sich definitiv Gedanken gemacht und er möchte auch irgendwie direkt so, dass ich mich hier so ein bisschen wohlfühle. Wo ich sage, das gefällt mir jetzt richtig gut schon. Na, läuft doch. Ein echter Siegertyp, der Michael. Ich finde hier interessanter die ganzen Pokale, die hier rumstehen. Und woher sind die alle? Ja, die habe ich halt gewonnen, ne? Beeindruckend. Was steht denn da drauf? Deutsche Meisterschaft im Classic Bodybuilding. Bis 1,80 Meter Platz 1. Das ist die Klasseneinteilung, also bis zu 1,80 Meter Körpergröße. Ich bin 1,78, also muss ich bis 1,80 Meter starten. Da kann ich ja jetzt schon mal was draus schließen. Also er ist auf jeden Fall Bodybuilder. Er kann nicht größer als 1,80 Meter sein. Aber Platz 1 ist ja auf jeden Fall schon mal was Gutes.
Sind Muskelmänner denn dein Ding oder hast du andere Prioritäten? Nee, tatsächlich fühle ich mich bei den Muckimännern eigentlich gar nicht so zu Hause, sondern eher die, die so einen gemütlichen Bauch haben und nicht so was Hartes. Weil zum Kuscheln brauche ich immer was Weiches. Oh, guck mal, super weich und im richtigen Trikot. Ja, das gefällt mir gut. FC Bayern. Parfüm. Muss ja die Männer auch riechen können. Ja, mit dem Parfüm gleiche ich quasi meine Schwächen aus. So. Für den besten Freund der Welt. Scheint er ja auch ein guter Freund zu sein. Das ist auch schön. Und jetzt fällt mir hier auf, Mercedes. Stehst du auf Männer mit teuren Schlitten? Nee, ich bin nicht so eine Tussi. Es sollte genauso auf meinem Level sein, dass er nicht ein schlechteres Auto fährt als ich. Ich mag Mercedes gerne und fahre auch selbst ein. Und warum? Weil ich mir ein Audi nicht leisten kann. Gesetzbuch, Betriebswirtschaftslehre. Schon sexy, so Wissen. Also, ich weiß gar nicht, wie ich mich da dran jetzt festklammern kann, aber intelligent ist besser als dumm. Ja, da ist was dran. Oma. Mit Mama der wertvollste Mensch. Also das finde ich jetzt toll. Er legt Wert auf Familie. Ich bin ja auch ein Familienmensch. Und was bedeutet dir deine Familie? Auf einer Skala von 1 bis 10 definitiv 11. Ohne die wäre ich nicht hier. Ohne die hätte ich keine Erziehung bekommen. Und ohne meine Familie wäre ich halt nichts. Ne? Ich bin so jemand, der sich gerne auch in die Familie vom Partner mit rein integriert und auch da immer offen ist, mit den Eltern klarkommt. Wer mit meiner Familie nicht klarkommt, muss ein schlechter Mensch sein, ne? Die Familie darf Tashanda noch nicht besuchen, aber dafür den Balkon. Genieße die Aussicht. Hier könnten wir im Sommer bei leckerem Raclette entspannen und die Skyline bestaunen. Einfach mal abschalten. Bei Abschalten bin ich dabei. Bei Sommer auch, nur Raclette gibt's bei mir im Sommer nicht. Raclette geht tatsächlich immer, denn da zwinge ich mich zum einen langsam zu essen, was für mich eine Herausforderung ist, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, du kannst natürlich auch wirklich sehr gesunde Zutaten auswählen. Ja, und man kann sich's auch schönreden, ne? Ja, das geht auch. Jetzt geht's auf. Oh, da ist ein Herz! Guck mal! Hat er sich einfallen lassen, nur für mich. Das ist der Hammer. Bin ich ein bisschen baff gerade. Achtung, es wird noch kitschiger. Wenn man hier abends sitzt, vergisst man alle Sorgen, oder? Ja, man guckt einfach, glaube ich, einfach über seine Probleme hinweg. Man guckt über alles, was einen so belastet. Man vergisst es direkt, wenn man hier steht, muss ich sagen. Also ich habe auch gerade alle Sorgen vergessen. Wenn ich draußen sitze und über die ganze Stadt gucke mit der Skyline, dann ist es für mich ein Gefühl von Freiheit. Und es hilft mir extrem, vom stressigen Alltag abzuschalten und runterzukommen. Und meistens koche ich dann noch irgendwas Leckeres dazu. Also es ist einfach Entspannung pur. Stichwort? Ja, der ist ja sehr überschaubar. Zero Kaffee. Ist Zero für mich, aber wenn es ihn glücklich macht. Brillen. Er ist vielleicht ein Brillenträger. Oh, der ist aber blind. Stehst du denn auf Brillen? Männer mit Brille haben irgendwas Attraktives. Was sagst du dazu? Du bist einfach wandelbar. Du kannst zu jedem Klamotten andere Brillen anziehen, du kannst den Style ändern, du kannst die Frisur anders machen. So wie das Leben, kreativ und immer ein bisschen anders wie andere. Bist du ein Brillenfetischist? Ob ich ein Brillenfetischist bin? Mit über 20 Brillen würde ich das mit Ja beantworten. Aha. Und was wir hier hinter finden? Klamotten. Von allem etwas dabei. Größencheck. Wie wäre das? Ja. 1,80, bisschen größer. Passt. Fällt mir gut. Was ist denn bitte gut an einem grauen T-Shirt? Naja, ein schlicht ist immer gut. Schlicht braucht man immer. Graue T-Shirts, weiße Hemden. Du bist ganz schön leicht zufriedenzustellen. Schon mal drüber nachgedacht? Ich bin relativ simpel. Simpel? Micha, wie würdest du deinen Stil beschreiben? Boah, wie ist mein Stil?
speziell. Also jeder hat sein eigenes Ding. Mir muss es optisch gefallen, also ich würde ihn schon gerne beraten und beeinflussen. Aber hier muss ich jetzt sagen, von dem bräuchte ich mich, glaube ich, erstmal nicht so schnell einschalten. Ich vermisse jetzt gerade nur irgendwie die Hosen. Gebe ich doch an. Ach komm, eine Wechselhose, die wird sich ja wohl finden lassen, oder? Ah, bingo. Und schon ist wieder Zeit, sich ein Schätzchen auszusuchen. Na, was wird's? Ich habe mich entschieden für diesen Pokal, weil ich es interessant finde. Es steht drauf nur bis 1,80 und ich suche ja eigentlich einen Mann, der größer ist als 1,80. Hat denn Trophäenmicha trotzdem eine Chance auf den Sieg? Dein Fazit bitte. Also ich muss sagen, ich glaube, da oben wohnt auf jeden Fall ein richtiger Muckimann, ne? Und ein sehr aufmerksamer Muckimann. Weil er hat mir doch die ein oder andere Aufmerksamkeit hinterlassen und darüber habe ich mich sehr gefreut. Am nächsten Morgen in Obertshausen. Die Wohngegend gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Schön ruhig, eher auch so kleinere Häuser, wo nicht viele Parteien drin wohnen. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt hingehen. Wir gehen zu Bernd. Der wohnt hier nämlich in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Seinen Einrichtungsstil beschreibt er als zusammengebastelt, logisch und praktisch. Und ja, das trifft's wirklich ziemlich gut. Tashanda, du siehst irgendwie nicht so begeistert aus. Sag mal bitte was. Viele Fotos von fremden Frauen an der Wand. Sieht mir ja schon sehr professionell auf jeden Fall aus. Ja, gut erkannt. Bernd verdient mit dem Fotografieren aber nicht nur sein Geld. Seit dem Jahr 2006 feiere ich am 14.02. immer meinen 2. Geburtstag. Ich hatte halt leider einen schweren Autounfall und lag längere Zeit im Koma, aber bin seitdem wieder gut genesen. Da mir durch diesen Unfall halt einige Bilder im Kopf verloren gegangen sind, bin ich seither auf der Suche nach neuen Momenten, neuen Erinnerungen in meinem Kopf, die ich dann definitiv nicht wieder verlieren könnte. Ja, und das versuche ich durch die Fotografie. Ich bin nun seit einiger Zeit halt Single und habe bei den vergangenen Beziehungen von der einen oder anderen Dame auch mal gehört, dass ich zu wenig der Bad Boy für sie war. Für mich sollte eine Frau auf jeden Fall mir zeigen können, dass sie mich begehrt und Leidenschaft mit in die Beziehung bringt. Mit der richtigen Frau an meiner Seite bin ich definitiv dazu bereit, Kinderpläne mal ernster anzugehen. Jacke aus und ran an die Arbeit. Da drüben liegt ein Koffer für dich. Schnapp dir ein paar Outfits und Accessoires, präsentiere deinen einzigartigen Charakter so, dass dieser Tag niemals in Vergessenheit geraten wird. Wird er sowieso nie? Wohl wahr, wohl wahr. Aber dank Bernd gibt es gleich auch noch peinliche Beweisfotos. Ich glaube, der Mann hat nämlich auch Rhythmus im Blut. Ah, will der nicht. 2, 1. Gefällt mir. Ja, Bernd hat den Dreh raus. Auch auf der Tanzfläche. We all love Bachata. Ja, Bachata ist eine Tanzart. Und ich kenne auch den Bachata-Tanz. Es ist ein sehr leidenschaftlicher, erotischer Tanz mit viel Körperkontakt. Also wenn der Mann Bachata tanzen kann, das ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt, muss ich sagen, weil der hat Rhythmus im Blut. Ach ja? Jetzt machst du mich neugierig. Es ist wirklich Körper an Körper und die Frau ist sehr nah und mit ihrer Hüfte und was eine Frau so zu bieten hat. Und man schlängelt sich so an dem Mann lang und der Mann dreht einen dann immer so. Bachata ist die Mitte zwischen Salsa und Kizomba. Salsa ist eine Art von Flirten. Flirten braucht man aber heutzutage nicht mehr. Heutzutage geht man dann direkt ins Vorspiel. Das stellt sich für mich dar wie Bachata. Und das Finale wäre dann Kizomba. Na und jetzt noch mal für Dove, bitte. Ja, Salsa, Bachata, Kizomba.
Ah ja. Und wie gefällt dir die Schrankwand da, Tashonda? Ist überhaupt nicht meins. Eiche rustikal geht bei mir gar nicht. Der Abkauf beider großen Schränke war Voraussetzung, überhaupt einziehen zu dürfen. Na danke, für die Erklärung bin ich gerade sehr froh. Wegen der Schrankwand, Bernd. Warum genau der Entschuldigungszettel? Ja, entschuldigen wollte ich mich dafür eigentlich nicht. Aber dieser Schrank geht eher dann schon Richtung Steinzeit. Auf der Suche nach weiteren archäologischen Funden gelangt Tashonda ins Schlafzimmer. Gewöhnungsbedürftig irgendwie, oder? Die Wandfarbe, es ist schwierig so richtig zu erkennen, was es für eine Farbe ist. Gallensaftgelb, oder? Wo ist der Entschuldigungszettel dafür? Sie stört mich nicht. Schön weich, 2 Decken, genug Platz. Ein bisschen zu weich vielleicht auf Dauer. Aber das ist viel schöner, wenn das jemand anders macht. Also ich lasse mich natürlich gerne verwöhnen, aber das Leben ist ein Geben und Nehmen. Ich bin gespannt, was mich im Kleiderschrank erwartet. Die Antwort? Jede Menge Erinnerungen. Von den Karo-Mustern her erinnert mich ein bisschen an meinen Vati. Und ja, ich weiß nicht, warum hat denn jeder Mann so ein schwarz-rot kariertes Hemd? Wie mein Ex. Schrecklich, schreckliche Erinnerungen. Er ist nur in Jogginghose aus dem Haus gegangen. Ja, natürlich holen wir noch eine Hose. Wir müssen doch auch wenigstens mal einen kleinen Verdacht haben. Oh, weil hier gibt's ja mal viele Hosen. Viel größer als ich kann er nicht sein. Selbst bei quälendem Sport vergiss niemals dein Lächeln. Ich würde mein Lächeln niemals vergessen, aber das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich keinen Sport mache. Nein, danke, heißt es auch bei der Küchenarbeit. Also ich sehe keine Spülmaschine auf jeden Fall. Also würde ich ihm das Spülen hier überlassen. Oh, der Arme. Ich glaube, der hat seine besten Zeiten auch hinter sich. Der wurde aber auch erst entruppt, um frisches Pesto zu machen. Aber die sehen bei mir dann irgendwann auch immer ähnlich aus. Dann gucken wir doch mal, was der gute Herr im Kühlschrank hat. Ja, der Mann steht auf Eier. Er hat sehr viele Eier im Kühlschrank. Schon was vorgekocht vielleicht, ein bisschen Obst. Wie frühstückst du normalerweise so? Süß oder eher herzhaft? Also ich frühstücke lieber eher herzhafte Sachen, muss ich sagen. Käse, Wurst, süß geht morgens nicht so an mich. Aber am wichtigsten ist der Kaffee immer. Apropos Kaffee. Ich sehe hier keine Kaffeemaschine. Ich hasse Kaffee. Der macht einen nur verrückt. Der dreht einen nur auf. Ah ja. Und hier sind viele Karten mit Sprüchen. Da könnte ich mich jetzt drin verlieren. Oh, da oben ist eine nackte Frau. Du willst doch auch. Lass uns Bettgeschichten schreiben. Ich denke, er ist auch schon jemand, der da Wert drauf legt mit dem Sexualleben. Dann haben sich ja 2 gefunden. Wenn es passt, dann hätten sich 2 gefunden. Ja, richtig so. Nie festlegen, bevor man nicht das Bad gesehen hat. Klein, aber fein. Vor allen Dingen haben wir hier so einen großen Eimer draufstehen. Den finde ich jetzt Handwaschpaste. Na, also, wenn er so ein großes Ding hat, schätze ich, dass er beruflich auf jeden Fall was mit den Händen macht, die sehr schmutzig sind. Vielleicht irgendwie so mit Autos. Die Handwaschpaste habe ich nicht, weil ich schmutzige Hände habe. Die Handwaschpaste benutze ich als Duschgel. Ach komm. Hast du überhaupt eine Dusche? Ja, es gibt auch noch eine Dusche. Aber wenn ich da jetzt so reingucke, würde ich jetzt eher denken, die Dusche gehört einer Frau. Einen pinken Duschschwamm, einen pinken Rasierer und eine rosane Intimwaschlotion, die auch eigentlich für Frauen ist. Ja, lässt gerade ein paar Fragen aufwerfen bei mir. Finde ich ein bisschen mysteriös. Ja, die weiblichen Utensilien,
die müssen nicht unbedingt nur von Frauen benutzt werden. Die können auch von Männern benutzt werden. Ich hoffe tatsächlich, dass die Sachen ihm selber sind, dann fände ich es nicht schlimm. Aber es ist ein bisschen irritierend, wenn man als Frau jetzt hier reinkommt und das so sieht. Ich glaube, ich habe da so eine Ahnung, was du mitnehmen wirst. Zeig mal. Also, ich habe mich für dieses Schätzchen entschieden, weil mich würde es interessieren, ob es eher ein Mann ist, der die Frau verwöhnt oder ob es ein Mann ist, der lieber verwöhnt werden möchte. Okay, also Kopfkrauler einpacken und dann nix wie raus hier. Und dann erzähl uns mal, wie es dir bei Bachata Bernd gefallen hat. Ich fand es sehr interessant. Also ich war erstmal ein bisschen so erschlagen von dem Vielfältigen, was es da zu sehen gab und wusste auch gar nicht, wo ich jetzt als erstes drauf losstürmen will. Aber es wohnt auf jeden Fall ein sehr vielfältiger, aufregender Mann dort, mit Rhythmus hoffentlich auch im Blut. Aber mal abwarten, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ein paar Tage später im Bad Homburger Schlosspark. Wie hat sich unser Sonnenschein entschieden? Welche der 3 Wohnungen hat der 28-Jährigen so gut gefallen, dass sie mit dem Bewohner ein Date haben möchte? Aus jeder Wohnung hat sich Tashanda ein Schätzchen als Entscheidungshilfe mitgenommen. Eine DVD von Disney-Fan Sascha, ein Pokal von Muskelmann Michael und den Spezialschneebesen von Bernd. 2 der Single-Männer wird sie gleich wieder nach Hause schicken, aber einer darf bleiben und mit ihr, Trommelwirbel, einen Spaziergang durch den Park machen. Dass die Jungs aufgeregt sind, versteht sich ja irgendwie von selbst, aber im Fernsehen will das natürlich mal wieder keiner zugeben. Aber du bist ein bisschen nervös, oder? Nee, nervös. Wieso sollte ich nervös sein? Du weißt doch nicht. Ganz chillig. Ja, ist genauso ein Mensch wie wir auch. Weiß man nicht. Wahrscheinlich hübscher. Ja, guck mal, wie sie grinst. Wie sie grinst. Jetzt freut sie sich noch. Jetzt freut sie sich noch. Okay, lächeln tut's auf jeden Fall. Hallöchen! Oh, jetzt freut sie sich noch. Ja. Natürlich freue ich mich. Schön, dass ihr jetzt auch endlich da seid. Ja. Erstmal begrüße ich euch natürlich. Hallo. Hi. Ich bin die Tashanda. Ich bin 28 Jahre alt und ich komme aus Neu-Isenburg. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall schon mal, mit wem ihr es zu tun habt. Aber ich würde natürlich auch gern wissen, mit wem ich es zu tun habe. Fangen wir doch einfach mal bei dir an. Wer bist du denn? Ja, ich bin der Bernd und bin 35 Jahre alt. Freut mich. Ich bin der Michael, ich bin 38 Jahre alt. Ich bin der Sascha, ich bin 39. Sehr schön. Dann ist es doch jetzt alles schon ein bisschen persönlicher. Und als allererstes möchte ich mich jetzt bei euch erstmal bedanken. Also vielen, vielen Dank, dass ich bei euch in die Wohnung durfte. Da einfach mal ein bisschen stöbern durfte, ohne dass ihr dabei seid. Also es war wirklich eine total neue Situation, einfach mal das zu machen, worauf man sonst auch immer Lust hat. Aber man darf es halt einfach nicht. Ja. Ich denke, ihr seid auch mega aufgeregt. Also ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ihr seht so total entspannt aus. Eigentlich schon. Also, Wir waren in der Liegt Hütte. ja nicht an uns. ich meine, ihr wart jetzt zu dritt. Ich war die ganze Zeit alleine, aber Daran ich liegt's, denke, ja. deswegen kann seid sein, ihr ja. ein bisschen cooler gerade als ich. Genau, wir hatten schon unseren Spaß gemeinsam. Sehr schön, sehr schön. Oh wei. Ja, dann würde ich sagen, fange ich einfach mal an, so mein kleines Feedback zusammenzufassen. Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt bin ich gespannt, ja. Ja, also ich bin in eine Wohnung gekommen, wo ich es mega sauber und ordentlich fand, wo ich gedacht habe, ja, das könnte auch meine Wohnung so ein bisschen sein, total strukturiert, ordentlich, sauber, aufgeräumt. Ich habe das Gefühl, da wohnt auch ein Mann, der da sehr viel Wert drauf legt, der sehr strukturiert ist, der vielleicht auch eine Sammelleidenschaft hat und der auf jeden Fall auch sehr modebewusst ist. In einer anderen Wohnung bin ich erst mal reingekommen und hatte im ersten Moment so ein richtiges Urlaubsfeeling, als ich die Aussicht gesehen habe und habe erst mal all meine Sorgen vergessen. Ich schätze, da wohnt auf jeden Fall ein sehr aufmerksamer Mann, dem Familie sehr wertvoll ist und der auf jeden Fall profimäßig Bodybuilding betreibt. In einer anderen Wohnung wohnt auf jeden Fall ein sehr vielfältiger Mensch, der mehrere Leidenschaften hegt, mit dem es nie langweilig wird, glaube ich. Und ja, also ich war sehr erstaunt, was ich da für Eindrücke sammeln konnte.
Aber wie es nun mal so ist, ich kann mich ja nicht für euch alle 3 entscheiden. Ich musste mich ja auf eine Wohnung einigen, einen Mann aussuchen, nur anhand von der Wohnung. Es ist mir nicht leicht gefallen, weil es gab doch in jeder Wohnung etwas, was mir sehr gut gefallen hat. Aber ich musste mich entscheiden und ich habe mich entschieden. Ich habe mich für die Wohnung entschieden mit dem Schätzchen dieses Stückes. Wem gehört denn die Wohnung? Ah, sehr schön, freut mich auf jeden Fall. Für die anderen, es tut mir sehr leid, aber ich bedanke mich trotzdem noch mal sehr bei euch. Hat mich mega gefreut, euch noch mal auch kennenzulernen, dass ihr da auch mitgemacht habt. Finde ich mega cool. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ja, ebenfalls. Danke. Dankeschön. Viel Spaß. Danke. Ciao, ciao, ciao. Ja, ich gebe dir erstmal dein Schätzchen zurück. Gerne, danke. Und dann würde ich sagen, lernen wir uns jetzt einfach mal kennen und gehen eine Runde spazieren. Komm. Und, was meinst du? Hat sie dir gefallen? Das ist ganz hübsch, ne? Eine ganz hübsche. Ich bin schon ein bisschen stinkig. Das ist schon eine ganz schöne Fackel. Aber hat auf jeden Fall total Spaß gemacht und war total cool, da mitzumachen. Und hat ja mal wieder einen Grund, die Wohnung zu putzen. Nee, weil ich sehe, weißt du, bei mir, ich sehe es halt mit einem Weinen und mit einem lachenden Auge. Sie hat ja gesagt, bei meinem Ausblick wäre sie stumm gewesen. Ich unterhalte mich halt gern, weißt du. Ja, also daher, du willst schon, dass die Frau mit dir redet, ja. ja, das wäre schon ganz Ja, denke ich auch, ist auch besser. gut. Leben geht weiter. Was machen eigentlich Taschanda und Bernd? Meine Hand, ich muss mal gucken. So, ja, alles gut, danke. Aber ich habe ein paar Punkte jetzt, worauf wir mal eingehen, weil was mich am meisten interessiert. Ich bin in dein Wohnzimmer gekommen und habe dieses We All Love Bachata gelesen. Kannst du wirklich Bachata tanzen? Ich weiß nicht, Oder- ob ich es kann, aber ich versuche es natürlich schon seit einigen Jahren. Ja, und willst du mir auch mal was zeigen jetzt? Jetzt hier, Ja, auf Anhieb. jetzt hier Ja, auf Anhieb. Was soll ich Ja, denn auf irgendwie Anhieb? so ein Grundschritt, irgendwie, also wenn du jetzt mit mir tanzen würdest, wie würdest du jetzt mit mir tanzen? Fang mal an. Mit Musik auf jeden Fall. Ja, okay, jetzt stell dir die Musik Ich vor. hätte sogar Musik dabei. Ja, auf, hol raus. Salsa, Bachata. Du brauchst keinen Kurs. irgendwas. Ja, siehst du, deswegen wollte ich jetzt aber auch mal gucken, Gucken jetzt. ob ich mich richtig entschieden habe. Gucken tut man nicht. Wir fühlen jetzt. Richtig, das tut man definitiv fühlen. Ich hör was. Oh. Also ich kann's nicht, gell? Du musst Du kannst gar mir... nicht. Versuch einfach nur zu folgen. Sprich mit mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sieht doch schon super aus. Bachata Bernd in Höchstform. Wenn das kein 1A-Vorspiel ist, dann weiß ich auch nicht. Also den Grundschritt. Aber ich danke dir dafür. Kamera macht ja. Abgehakt, tanzen. Tanzen abhängen. Ja. Und jetzt Fotografie. Ja, Fotografie ist, wie du es eben so schön gesagt hast. Wir lassen unsere Tanzmäuse jetzt erstmal allein, aber das heißt natürlich nicht, dass wir hinterher nicht knallhart nachfragen. Taschanda, wie war's? Ja, ist mir ganz klar, dass du jetzt wissen willst, wie es war. Also ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Ich bin zufrieden mit meiner Entscheidung. Bernd auch. Ja, ich will auf jeden Fall ein zweites Date, weil da ist noch viel mehr, was mich interessiert, was ich gerne erfahren möchte. Und dafür brauche ich das zweite Date. Deine Einschätzung, Bernd? Wenn nicht sie, wer dann? Ich habe dann irgendwann diesen einen Zettel gesehen, wo drauf stand, mit dem Lächeln behalten, was im Türrahmen zur Küche war. Das habe ich auch gesehen. Das hat mich sehr gefreut, weil Lächeln ist für mich, also... Das ist leider etwas, das ich nicht so perfekt beherrsche. Was denn? Lächeln? Das Lächeln. Ah ja. Mein Lächeln ist ansteckend, glaube ich. Das würde mich sehr freuen. Genau. Kommen wir Was mal zum machst du Thema. mal? Was machst du denn aktivitätenmäßiges? Sportliches zum Beispiel? Ja, also das eine, was halt jetzt nicht hierher gehört, ne? Und ansonsten nichts. Ja, also ich mache keinen Sport. Und wenn dieser eine Sport hat.